Hallo und herzlich willkommen bei Gartenzeile. Heute erklären wir, was eine Wurmkiste ist und wie ihr euch ganz einfach eine selbst bauen könnt. Wir wünschen viel Spaß bei diesem Video. Für eine Wurmkiste benötigt ihr das passende Material, etwa 2 Stunden Zeit und nur ein klein wenig handwerkliches Geschick. Sich einen Wurmkomposter selbst zu bauen, ist nämlich viel einfacher als gedacht und dabei mit ca. 60 Euro Materialkosten auch deutlich günstiger als eine zu kaufen. Wurmkomposter werden derzeit immer beliebter, denn durch eine neue Bauweise können diese sogar in der Wohnung oder auf dem Balkon gehalten werden und eignen sich damit nicht nur für Gartenbesitzer. Vorab eine kurze Zusammenfassung. Was ist eine Wurmkiste überhaupt? Eine Wurmkiste ist ein kleiner, flexibler Komposter, der ganz einfach in der Wohnung genutzt werden kann. Durch den Einsatz spezieller Würmer ist der Kompostierungsprozess außerdem viel schneller fertig. Der erste Kompost kann in der Regel bereits nach 4 bis 6 Monaten entnommen werden. Wurmkisten sind in mehreren Kammern aufgeteilt, welche durch Gitter voneinander abgegrenzt sind. Es wird immer nur eine Kammer nach der anderen befüllt. So bleiben die Würmer bei ihrer Nahrung in der befüllten Kammer. Ist diese voll, beginnt man im zweiten Abteil die Abschichtung des Biomülls. Die Würmer bemerken, dass in ihrem bisherigen Abteil kein Nachschub mehr kommt, also ziehen sich durch das Gitter hindurch. Nach einigen Tagen ist das erste Abteil wurmleer und der fertige Kompost kann entnommen werden. Und so geht das immer hin und her. Die speziell gezüchteten Kompostwürmer sind unempfindlich, vermehren sich recht schnell, leben lange und fressen fleißig. Durch ihre Verdauung wandeln sie Müll in wertvollen Kompost um, der zur biologischen Düngung und Anzucht von Pflanzen verwendet werden kann. Kommen wir nun zur Materialliste, was du besorgen solltest, bevor der Aufbau losgeht. Eine Kiste in der Größe, wie wir sie heute bauen, ist für eine 4- bis 5-köpfige Familie gut geeignet. Natürlich kannst du die Größe aber individuell anpassen. Hier haben wir für dich eine praktische Einkaufsliste vorbereitet. Erstens 4 Holzplatten aus unbehandeltem Leimholz, 80 x 40 x 1,8 cm. Zweitens 2 Holzplatten aus dem gleichen Holz, ca. 36 x 40 cm x 1,8 cm. Tipp: Diese 6 Platten bekommst du aus dem Baumarkt aus 2 Platten mit den Standardmaßen 200 x 40 x 1,8 cm. So wird wenig Verschnitt erzeugt und es ist deutlich günstiger. Du kannst sie auch wie wir selbst zusägen oder vom Baumarkt schneiden lassen. Drittens 6 Leisten aus einer Dachlatte 40 x 2,8 x 4,8. Dann noch 2 Leisten von der gleichen Dachlatte, 31,6 cm mal 2,8 cm mal 4,5 cm. Wir haben die ganzen Angaben auch nochmal in der Videobeschreibung für dich hinterlegt. Das macht es deutlich leichter, daraus eine Einkaufsliste zu erstellen. Und beachte auch, dass wir das alles bei uns auf dem Blog unter gartenzeile.de auch noch einmal haben. Den Link zum direkten Artikel verlinke ich dir nochmal in der Videobeschreibung. Tipp: Dachlatten sind sehr günstig und für unseren Zweck völlig ausreichend. Fragt auch hier im Baumarkt nach, ob sie dir die benötigten Leisten von 2 Dachlatten absägen. Die weiteren Sachen mache ich ein bisschen kürzer. Wir brauchen noch Volierendraht, Scharniere, Holzschrauben, kleine Nägel oder Tacker. Das alles, wie gesagt, in der Videobeschreibung auch noch einmal zu finden und bei uns auf dem Magazin. Dazu brauchst du noch folgendes Werkzeug. Du brauchst eine Bohrmaschine und Holzbohrer, einen Schraubendreher oder besser einen Akkuschrauber, ein Tackergerät oder Hammer, feines Schleifpapier, einen eventuellen Drahtschneider und, wenn du selbst noch sägen möchtest, natürlich einen Meterstab, Bleistift und eine Säge oder Stichsäge. Optional kannst du deine Wurmkiste noch auf vielerlei Möglichkeiten etwas aufpimpen, etwa durch 5 Rollen für flexibles Verschieben, eine 50 cm lange Gliederkette und 2 Ösen, damit der Deckel nicht nach hinten wegklappt, 2 Sitzkissen für einen gemütlichen Look, ein Überfallschloss mit Schlaufe, vor allem praktisch, wenn kleine Kinder mit bei dir wohnen, Möbel oder Schubladengriffe oder Knauf, was praktisch ist und schick aussieht, und natürlich kannst du deine Kiste mit Acrylfarben nach Herzenslust beschriften und bemalen. Wenn dir das jetzt alles zu schnell in dem Video ging, verlinke ich dir nochmal den Artikel in der Videobeschreibung, wo du alles in Ruhe nachlesen kannst. Übrigens brauchst du für dieses Projekt weder eine Werkstatt noch eine große Fläche.
Unsere Wurmkiste haben wir hier gerade am Esszimmertisch aufgebaut. Den Aufbau schafft man gut alleine, wobei es aber zu zweit schon deutlich schneller und einfacher geht. So, nun geht es aber los mit der Schritt-für-Schritt Bauanleitung, wie du dir deine Wurmkiste ganz einfach selbst bauen kannst. Nimm dazu als erstes die 6 zugesägten Platten zur Hand, lege zunächst fest, welche der großen Platten der Boden werden soll, 2 werden zu den Längsseiten und eine ist der Deckel. Tipp: Suche dir dafür die schönste aus. Die 2 kleineren Platten werden die kurzen Seitenteile. Um die Seiten miteinander zu verschrauben, solltest du sie vorher vorbohren, damit das Holz nicht splittert. Die Bodenplatte stellst du auf, denn diese wird von unten verbohrt. Die Seitenteile werden auf die Bodenplatte oben drauf gesetzt und von unten verschraubt. Um verschrauben zu können, stellst du die Platten dann am besten hochkant auf. Die Schrauben solltest du etwas versetzt anbringen, damit sie sich an den Ecken nicht überschneiden. Außerdem achte darauf, dass du sie nicht so eng am Rand ansetzt, damit die Schrauben nicht ausreißen. Hast du den Grundaufbau der Kiste geschafft, kommen nun 4 der 6 Leisten an die Reihe. Diese werden innen in die Ecken verschraubt, um diese zu verstärken und zu verdichten. Als nächstes machen wir uns an den Zwischenrahmen. Diesen solltest du noch vor dem Deckel fertig machen. Dazu nehmen wir die letzten 2 langen Leisten und die 2 kurzen und verschrauben diese zu einem Viereck. In jeder Ecke eine Schraube ist ausreichend. Anschließend wird der Volierendraht an einer Stelle mit Tackerklammern und kleinen Nägeln angebracht. Der Rahmen sollte genau hochkant in die Kiste passen und mittig platziert werden. Wer mag, kann dieses auch von außen noch mit wenigen Schrauben fixieren. Nun fehlt noch der Deckel. Lege diesen exakt auf die Kiste und befestige ihn mit 2 Scharnieren. Dazu reichen die kleineren Schrauben aus. Nun ist der Wurmkomposter im Grunde fertig und einsatzbereit. Um kleine Splitter zu entfernen und die Kanten etwas zu glätten, kannst du nun die ganze Kiste mit feinem Schleifpapier etwas abreiben. Wer möchte, kann noch einige Teile dazu bauen, damit die Kiste praktischer und hübscher wird. Wir bringen eine Gliederkette an, die verhindert, dass der Deckel zu stark nach hinten weggeklappt wird. Die 5 Rollen machen die Kiste leichter verschiebbar. Achte darauf, dass die Rollen das Gewicht tragen können und drehbar sind. Ordne die Rollen wie bei einem Würfel an, so hängt der Boden nicht durch. Wer Dachlatten und Schrauben übrig hat, kann auch die Längsseiten noch von innen verstärken. Dies ist aber nur für sicherheitsbetonte nötig oder wenn sich größere Schlitze gebildet haben. Sitzkissen lassen sich auf dem Wurmkomposter aussetzen und wie eine schicke Truhe, so dass überhaupt nicht mehr auffällig ist, was die Kiste eigentlich ist. Wenn du deine Kiste noch bemalen möchtest, kannst du das nach Herzenslust tun. Viele beschriften ihre Kisten und geben ihnen lustige Namen, wie etwa Wurmfarm, Wurmcafé, Wurmwelt, Würmerfreizeitpark, Vergnügungspark, Schlaraffenland, Wurmkur oder Wurmloch. Deiner Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Nun haben wir unsere Wurmkiste fertig geschafft und die Tiere können einziehen. Auf was du beim Start des Wurmkomposters und bei der Pflege deiner neuen Haustiere achten solltest, findest du in dem Artikel, den ich dir unten verlinkt habe. Wir wünschen dir viel Spaß beim Bau deiner Kiste. Wir hoffen, euch hat dieses kleine Video gefallen. Wenn ja, dann lasst uns doch gerne ein Abo da, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Falls du eher ein Freund des schriftlichen Wortes bist und dich für das Thema Garten interessierst, schau gerne auch auf unserem Gartenmagazin unter www.gartenzeile.de vorbei oder jetzt neu auf unserem Instagram-Kanal. Bis zum nächsten Mal.